Bildschirm, wenn Madeleine eben gesagt hat, den ganzen Abend, vielleicht so als Orientierung, wir planen etwa eine Stunde zu machen. Und wenn es dann ein bisschen länger wird, dann ist es auch gut. Dann ist es auch so interessant, dass es etwas länger werden kann. Ich habe die Ehre, diese Veranstaltung zu moderieren und Ihnen zwei hervorragende Lyriker vorstellen zu dürfen. Der eine, Anders Olsen, sitzt gerade in Stockholm. Michael Krüger irgendwo in der Mitte der Bundesrepublik, wenn ich richtig informiert bin, in einem Hotelzimmer, wie es aussieht. Anders Olsen ist als Lyriker, er hat zahlreiche Bände veröffentlicht in den letzten 40 Jahren, sage ich mal so. Was nicht so bekannt ist, ist, dass viele von diesen Bänden auch auf Deutsch erschienen sind. Und zwar in dem wunderbaren Klein Heinrich Verlag. Da gibt es zum Beispiel, ich kann das vielleicht mal in die Kamera halten, gibt es zum Beispiel aus den 2010er Jahren, ich glaube 2013 ist es erschienen, den Band Aber so unendlich leicht dir zu antworten. Sehr empfehlenswert. Und der Klein Heinrich Verlag ist überhaupt einer, dem wir hervorragende Übersetzungen aus dem skandinavischen Bereich verdanken. Unter anderem von Inger Christensen, der großen Inger Christensen, die angeblich immer auf den Nobelpreisvorschlagslisten stand, was wir aber alle nicht wissen, weil ja alles so diskret ist. Diese Diskretion kann vielleicht auch ein Thema sein. Michael Krüger, ebenso hervorragender Lyriker, ganz gerade erschienen, möchte ich auch empfehlen, im Wald, im Holzhaus, im Surkamp Verlag, sein neuer Band. Michael Krüger, auch ein hervorragender Erzähler, auch ein großer Essayist. Anders Olsen, Essayist, Literaturwissenschaftler. Aber das ist natürlich nicht der Grund, weshalb wir die beiden gebeten haben, heute unser Gast zu sein. Sondern die Gründe sind andere. Bei Michael Krüger ist es vielleicht nicht ganz so naheliegend auf den ersten Blick wie bei Anders Olsen. Aber wenn man sich über den Nobelpreis Gedanken macht, im deutschsprachigen Bereich Gedanken macht, und realisiert, dass Michael Krüger seit 1968 im Hansa Verlag gearbeitet hatte, 1986 literarischer Leiter dieses Verlags wurde und 1995 Geschäftsführer und das bis Ende 2013 gemacht hat, also ist gar nicht so lange her. Und sich vergegenwärtigt, dass in dieser Zeit Czesław Miłosz, der viel mit dem Hansa Verlag zu tun hatte, 1980, Elias Canetti, Hansa-Autor, Josef Brodsky, Derek Walcott, Shamshini, Orhan Pamuk, alles Hansa-Autoren, Herta Müller, Thomas Tranströmer und Patrick Modiano müssten wir auch noch dazu zählen, 2014. Alles Autoren, die in einem engen Verhältnis zum Hansa Verlag stehen. Wenn man sich das vor Augen führt und sich dann auch noch vor Augen führt, was ja auch kein Geheimnis ist, dass Michael Krüger auch mit Imre Kertész und mit Peter Handke und mit Elfriede Jelinek in Zeiten seines Lebens oder auch immer noch eng befreundet war, kann man das vielleicht sogar ein bisschen unheimlich finden von außen, aber man kann sich auch nur denken, dass das einfach für Michael Krügers literarische Kompetenz, für seine persönliche Liebenswürdigkeit, für seinen Charme spricht. Aber auf jeden Fall ist es naheliegend, ihn dann nach seinen Erfahrungen mit dem Nobelpreis zu fragen, auf unterschiedlichen Ebenen. Aber beginnen möchte ich eigentlich mit Anders Olsen und der ersten Frage an Anders Olsen. Anders Olsen ist seit 2008 Mitglied der Schwedischen Akademie. Wie man in Enzyklopädien nachlesen kann, in Wikipedia und überall, auf der Stuhl Nummer 4. Das ist offenbar ein Stuhl, den man sein Leben lang hat. Und lieber Herr Olsen, ich möchte Sie vielleicht fast etwas naiv fragen, aber das ist auch vor dem Hintergrund, dass wir so viel theoretisch vor allem über die Wirkung des Nobelpreises auf der Tagung in den letzten 3 Tagen nachgedacht haben, vielleicht ganz angemessen. Wie läuft denn das eigentlich ab? Wie wurden Sie 2008 gefragt, den Stuhl 4 zu besetzen? Und hatte das eine Vorgeschichte? Wie kam das für Sie? Es kam ganz überraschend, wie immer. Das kann man nicht sich vorstellen eigentlich. Und ich war damals Professor auch an der Stockholmer Universität. Und es kam eigentlich ziemlich spät in meinem Leben. Mein Leben hat sich ganz verändert. Nach 2008. Und ich muss sagen, dass meine Erfahrung war durchaus positiv. Auch in dem Sinne, dass plötzlich kam ich in eine Welt von sehr, sehr intensiven, persönlichen und tiefgreifenden Gesprächen ein. Ich war
es war eine neue Erfahrung für mich in meinem Leben und wie gesagt, ganz überraschend. Einige kannte ich in der Akademie damals. Ich kannte Horace Engdahl, ich kannte auch Katharina Frostenson, aber es kam mir vor, dass plötzlich musste ich auch ich musste sozusagen mein Bewusstsein erweitern, so unendlich. Ne? Mhm. Auch die Weltliteratur und alles, das kam in meinem Leben, das wie eine fast schockhafte Erfahrung. Die ersten Jahre waren ganz, ganz ruhig und harmonisch, aber dann ist weitergegangen und wurde mehr dramatisch, wie wir alle wissen. Aber insgesamt, so muss ich sagen, dass die Akademie eine sehr schöne Erfahrung für mich gewesen ist. Sag mal anders, wenn ich eine Frage stellen darf. Ja. Da bei uns ja einige schwedische Dichter großen Ruhm hatten, wie unser Freund Thomas Tranströmer oder auch Lars Gustafsson, die ja alle nicht in der Akademie waren. Mich würde mal interessieren, ist die Zuwahl in die Akademie, ist das Sache der Akademie allein oder sind da noch andere beteiligt? Es ist Sache der Akademie alleine. Und dann sucht man natürlich die Person, die eine gewisse Aufgabe hat da. Ne? Und man sucht in meinem Fall, so glaube ich, dass man auch einen Literaturwissenschaftler gesucht hat. Man erfährt vielleicht einen Mangel in einem Bereich und das muss man irgendwie füllen. Ne? Und so geht es weiter. Und das ist immer etwas schwer zu wissen, ne? Wie die Welt fällt. Und so ist es. Ich frage nur, ich wollte damit nicht sagen, dass das Bestechung ist, sondern ich wollte nur fragen, ob man sich zum Beispiel die Frage stellt, wie wir das bei unseren Akademien tun, warum ist der oder die nicht in unserer Akademie in Darmstadt? Warum sind andere drin, aber nicht der Dichter X oder die Dichterin Y? Und ob ihr euch auch fragt, ihr seid ja nur wenige, und da ihr lebenslang auf euren Stühlen kleben bleibt, müsst ihr euch natürlich fragen, warum bestimmte Leute nicht in der Akademie sind. Ja, aber das hat sich jetzt verändert auch. Ne? Und jetzt kann man aus der Akademie gehen. Ne? Ja, das ist eine neue Sache. Ne? Ja, so die Akademie hat sich ziemlich verändert in letzter Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, man weiß nicht. Und ich kann nicht darüber reden, ne? wie da diese persönliche Beziehung und alles, das ist auch ein Geheimnis. Das ist klar, aber können Sie noch ein bisschen was erzählen jetzt über die Jahre, die Sie als schöne Jahre beschrieben haben, worin die Arbeit eigentlich besteht und wie das eigentlich abläuft? Ich meine, wir kennen alle die, sagen wir mal, normalen, kleineren Literaturpreise, wo man 1, 2, 3 Mal, manchmal auch 5 Mal in eine Jury berufen wird und sich dann meist in relativer Hektik und nicht immer in der Vorbereitung, wie man sein möchte, trifft und dann doch einen guten Preisträger findet. Ich glaube, das ist bei Ihnen anders. Es ist kontinuierlicher und das ist wirklich eine arbeitende Akademie in Stockholm und wir treffen uns jede Woche. Und ich würde sagen, es ist besonders diese informale Gespräche, die sind wichtig und viel wichtiger als unser so donnerstags so Sitzungen, ne, wo wir diese Beschlüsse machen und alles. Das sind die informale Gespräche, die ganz zentral sind. Dann können wir auch Literatur besprechen und unsere Meinungen frei auch entwickeln. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Uns interessiert natürlich, oder mich immer, wie gehst du und deine Kollegen mit der Frage um, die ja jedes Jahr wieder gestellt wird, wenn ihr einen
Preisträger habt. Warum ist nicht der oder jener gewählt worden? Und das ist ja eine kränkende Frage, die muss jeden kränken, der irgendwas von Literatur versteht. Denn der Preis wird ja nur einmal im Jahr verliehen und nicht 12 Mal zu 100.000, sondern nur einmal im Jahr. Ja. Also müssen immer 100.000 andere Schriftsteller tief gekränkt sein, weil sie nicht gewählt wurden. Und was ist das für eine psychische Belastung für die Diskussionen bei euch? Denn das muss ja ein Thema sein. Ich weiß nicht. Ich reagiere immer auf die Sprache über den Preis. Wenn man sagt zum Beispiel, dass man den Preis gewinnt. Und für mich ist es überhaupt kein Wettbewerb. Und ich denke, dass man erhält den Preis. Und viele sind natürlich wert, den Preis zu bekommen, aber wir sind in dieser unmöglichen Situation. Und das müssen wir akzeptieren einfach. Was wir tun können, das ist natürlich eine breitere Orientierung haben. Und wir arbeiten wirklich sehr viel, so den Blick zu erweitern auf die Welt. Und das denke ich, wir können immer uns verbessern in dieser Hinsicht. Ne? Und jetzt haben wir auch eine Gruppe mit Umweltexperten seit einiger Zeit und wir versuchen wirklich unsere Kenntnisse der Weltliteratur zu erweitern die ganze Zeit. Und die Nominierungsverfahren, ich meine, das ist etwas, was wir auch als mangelhaft erleben. Zum Beispiel, ich erwähne nur zum Beispiel, dass James Joyce, Virginia Woolf, Joseph Conrad, sie waren überhaupt nicht nominiert zum Preis. Sie kamen nicht in Frage, weil der Prozess eigentlich mangelhaft war. Ne? Und ich glaube, dass wir können viel machen, um diesen Prozess zu verbessern. Immer noch. So, das ist eine Sache. Aber natürlich ist es eine Schwierigkeit, vielleicht eine Unmöglichkeit, so einen Preis zu haben. Aber da sind wir. Die Unmöglichkeit ist vielleicht, einen Preis zu haben, der, ob er es möchte oder nicht, ja so etwas ist wie eine Verständigung über Weltliteratur und damit natürlich, also wie wir jetzt auch aus diesen statistischen Erhebungen, die in der Tagung viel demonstriert wurden, sehen, natürlich doch eine klare Tendenz haben, immer eher die westliche Welt zu sehen, obwohl man sich Mühe gibt, das zu verhindern oder zu verändern. Aber das ist etwas, was mich besonders interessiert, was mich auch interessiert vor dem Hintergrund der Vorträge, die wir jetzt gehört haben seit 3 Tagen, ist immer wieder das Problem, klar, wie es in den anderen gesellschaftlichen Diskussionen auch ist, es sind zu wenig Frauen, ist das eine Thema. Dann ist es eben zu wenig divers. Es ist eben immer noch zu eurozentristisch. Und das sind ja alles Fragen, die im Grunde gar nicht so sehr den ausgezeichneten Autor, die ausgezeichnete Autorin treffen, denn da kann ja muss jeder sagen, es kann nur eine den Preis bekommen, ja, sondern eben tatsächlich das davor. Das ist also die mir ein bisschen nominose Nobelbücherei, die Nobel Library, die ja wohl die Titel der Bücher enthält, die irgendwie diskussionswürdig sind. Und das ist eben die Frage der Nominierten. Und das ist die eine Frage, die Sie auch schon angerissen haben, wie kann man die Nominierung verbessern? Die andere wäre, ob nicht vielleicht auch man sich angreifbar macht und heute vielleicht Renommee verliert dadurch, dass man eben so geheim ist und so intransparent ist. Ist diese Frage der Transparenz oder die Frage des Geheimen, ist die mal gestellt worden? Wäre es nicht viel klüger, man hätte so etwas wie bei anderen Preisen eine Longlist oder man wüsste ganz genau, es ist kein Gerücht, dass Inga Christensen auf der Liste stand, sondern man weiß es einfach und man einigt sich vielleicht auch in einem gesellschaftlichen Prozess darüber, dass diese Autorin tatsächlich preiswürdig wäre. Und ist so etwas mal diskutiert worden? Also wir haben ja eine Longlist mit ungefähr 200 Namen von der ganzen Welt. Jedes Jahr ungefähr dieselbe Anzahl. Ne? Und ich denke, dass mit einer
eine Gruppe mit Umweltexperten und ein Dialog auch mit Leuten. Jetzt haben wir 10 solche Experten in verschiedenen Sprachbereichen, die wir nicht so gut beherrschen in der Akademie. Dann können wir auch den Blick erweitern. Ne? Und so das finde ich eine gute Idee. Ich finde ja, Jan, es ist ja auch gut, wenn es mal einen Preis gibt, der nicht so transparent ist. Ja, wir alle wollen immer die große Transparenz, aber im entscheidenden Moment hängt es eben doch davon ab, wer einen Preis vergibt und wie er selber sich sozusagen in der Literatur sieht. Und das fand ich immer eigentlich ganz schön, dass eben nicht eine Longlist und noch eine Shortlist, sondern das hat man den englischen Brokern überlassen, die dann plötzlich von Claudio Magris, was ich sehr schön fände, bis sonst wohin alle möglichen Namen auf die Wettliste setzen. Ich finde, dass das Schöne an dem Nobelpreis, für mich jedenfalls, ist doch immer, dass man an einem bestimmten Tag im Jahr um 12 Uhr das Radio anmacht und zum ersten Mal erfährt, dass jemand den Nobelpreis gekriegt hat. Und dann alle zu Reich-Ranickis Zeiten, der schrieb dann jedes Mal in der Zeitung, also was die sich gedacht haben, den Namen habe ich noch nie gehört. Es war aber ein großer Dichter, den er nicht gehört hatte, kommt ja vor. Und nein, der Suspense der jetzigen Verleihungsform, den würde ich unbedingt beibehalten. Ich würde andere Sachen machen. Ich würde eine, was Transparenz betrifft, eine Diskussionsrunde machen, jedes Jahr in Schweden mit internationalen Kritikern. Und ich weiß nicht, ob das Budget des Preises das zulässt, aber dass man versucht, die Internationalität auch in Schweden etwas zu vertiefen, dass man sich da einmal im Jahr trifft. Aber die eigentliche Preisverleihung der Akademie, Mitglieder, die Preisvergabe, die muss eben geheim bleiben, sonst ist es halt nur ein großer Preis. Ich glaube in der Tat, oder ich ahne, dass die Diskussion über die Krisen, die der Preis ja auch hatte in den letzten Jahren, doch irgendwie auch damit zusammenhängen. Es ist einerseits das Schöne, was du auch betonst. Es ist natürlich wunderschön, wenn so etwas ja aus dem Nebel auftaucht und dann plötzlich eine Autorin, eine Dichterin, Szymborska, niemand kannte sie wahrscheinlich, also du kanntest sie aber in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, plötzlich war sie da und sie war selbst überrascht. Das ist wunderschön, aber wenn ich die Diskussionen heute verfolgt habe und auch die Diskussionen in den Medien in den letzten Jahren verfolgt habe, verändert sich vielleicht im Literaturbetrieb etwas. Also das ist auch etwas, was mir auffällt. Wenn jetzt ich die Äußerung von Anders Olsen höre und lese in den letzten Jahren, geht es eigentlich immer um eine Diskussion über Qualität von Literatur. Die Kritik am Nobelpreis, die setzt aber eigentlich gar nicht so unbedingt an der Qualität an oder an dem, was Marcel Reich-Ranitzky gesagt hat, das ist der falsche und den kenne ich gar nicht, sondern sie setzt eigentlich immer eher daran an, das ist jetzt aus einer falschen Gruppe, das kommt aus einem falschen Land, es wurde wieder dieses Land nicht berücksichtigt, es wurde das und das nicht berücksichtigt. Das ist plötzlich eine politische Funktion, die dort kritisiert wird. Und auch wenn ich so einen Preis habe und vielleicht die politische Funktion gar nicht eigentlich einnehmen möchte, sondern eben dem Schönen dienen will, habe ich sie ja automatisch bei so einem Preis. Und das finde ich also immerhin diskussionswürdig. Und deshalb kam ich überhaupt nur auf diesen Gedanken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ja. Ich denke mir, also ich will nicht immer reden, ich sehe Herrn Spörhase, der soll lieber selber... Ich meine nur, in dem Moment, wo ich die Landkarte mir aufklappe und sage, Amerika hat 15 Nobelpreise, Frankreich hat 18, Deutschland, ich weiß nicht, wie viel es sind, dann ist das irgendwie falsch. Da kommt man nicht weiter. Dann kommt das kleine Israel und sagt, wir haben Amos Oz hervorgebracht, der hat ihn nicht gekriegt.
Und deshalb müsste ihn doch eigentlich jetzt David Grossmann kriegen. Oder wir haben Holland, Mulisch hat ihn nicht gekriegt, also müsste ihn doch Cees Notenboom kriegen. Ich glaube, da kommt man, das ist falsch. Wenn man das so aufteilt, dann ist das Geheimnis des Preises flöten. Und die Frage ist ja, soll er ein Geheimnis bleiben? Oder ist die Welt heute so, dass sie von jedem ein Striptease erfordert und eben auch von Mitgliedern der Akademie, dass die sozusagen alles offenlegen, wie so eine Entscheidung zusammenkommt. Denn dann betreten wir ein großes Feld der Ästhetik und da wissen wir selber, dass auf diesem Felde sozusagen die eigentümlichsten Blumen wachsen, die nicht über einen Kamm zu scheren sind, Gott sei Dank. Ich denke, wir haben eigentlich keine Wahl in der Akademie. Wir müssen, wie Alfred Nobel auch geschrieben hat in seinem Testament, das Vorzüglichste in der Literatur wählen. Ne? Und die anderen Interessen, ne, die jetzt sehr, sehr viel, man redet viel über solche Interessen, dass man eine gewisse Gruppe zugehört und so weiter, dass man ein besonderes Land gehört, dass man nicht zureichend aufmerksam ist. Und ich finde, dass wir können einfach nur die Qualität haben als Richtmaß in unserer Beurteilung. Das bedeutet nicht, dass die Autonomie sozusagen so rigid ist, wie man manchmal meint in der Akademie. Die Autonomie der Literatur ist da, aber wir können, wenn wir zum Beispiel verschiedene Kandidaten von ungefähr von derselben Qualität vor uns haben, dann können wir natürlich auch andere Sachen diskutieren. Aber ich denke, das ist unsere Aufgabe in der Akademie. Immer das Beste erwerben und ganz unabhängig, woher die Kandidaten kommen und welche Gruppe sie angehören irgendwie. Ne? Und das ist ein großes Problem heute. Wenn alle Leute, sie haben Ideen über andere Sachen, wie Jan Bürger hier sagt. Ne? Man formuliert Ansichten über Politik, über Geschlecht, über ethnische Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Und das ist eine heikle Diskussion zu führen für uns. Wir diskutieren natürlich immer, ne, diese Sachen, aber ich denke, wir müssen konsequent sein in dieser Hinsicht. Ne? Und sonst glaube ich auch, dass das Respekt für die Akademie, das kann nicht weiterleben, einfach. Mhm. So, das ist sehr, ja. Es ist eine Sache, die uns sehr engagiert im Moment. Natürlich nach auch der Handke-Debatte besonders. Ne? Und wir diskutieren es jetzt auch zusammen mit der Nobelstiftung, wie wir weitergehen können, ne? Zusammen mit den anderen Komiteen. Wie verfährt man eigentlich in der Nobelarbeit, ne? Wenn wir solche starke Opinionen haben und erfahren in der Welt. Das hat natürlich mit dem Ansehen auch der Akademie zu tun. Und wie wichtig ist diese Frage des Ansehens eigentlich für unsere Arbeit? Ich meine, ich sitze hier in meinem Privatzimmer und privat würde ich immer für die Autonomie der Kunst kämpfen. Aber wenn man so eine Institution, in einer solchen Institution arbeitet, sind die Angriffe natürlich jetzt gerade aus dieser, sagen wir mal zusammengefasst, politischen Richtung
sind natürlich recht massiv. Also ich habe heute gerade eine Äußerung in unserer Tagung gehört, wo es hieß, eben Kriterien wie Schönheit und Begeisterung für ein Werk sind eigentlich nicht mehr die Kriterien, mit denen man ein Werk vermitteln kann. Man muss heute schon irgendwie andere Argumente haben, die von außen kommen. Und dem wurde nicht widersprochen. Das schien der Mainstream zu sein. Und das ist ja auch etwas, was uns in den Medien immer wieder begegnet. Wie kann man damit umgehen und wie hält man auch, das ist überhaupt eine interessante Frage, finde ich, und auch, die wir uns auch stellen sollten, wie kommt es, dass der Preis trotz aller Angriffe immer sein Renommee gehalten hat? Wie kommt es eigentlich jetzt, wir beobachten das ja alle schon, Sie beide viel länger als ich, wie kommt es, dass der Preis trotzdem er immer wieder angefeindet wurde, trotzdem wir alle meinen, der und der Preisträger ist falsch, und uns aufregt, wie kann denn dieser Mensch irgendwie einen Preis bekommen? Trotzdem ist das Renommee immer groß und das, was Michael Krüger beschrieben hat, trotzdem warten wir im Oktober und denken, das ist wichtig, dass das da verliehen wird. Wie sehen Sie die Entwicklung des Preises in den letzten 20, 30 Jahren? Rückblickend. Beide, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir sehr schnell eigentlich auch diese Krise überlebt haben. Und das zeigt auch, dass das Renommee immer noch da ist. Ne? Es ist sehr groß. Und ich denke auch, dass der Preis an Handke viel besser jetzt auch akzeptiert worden ist in der Welt. Man sollte auch einen Vergleich machen zwischen den Preis an Handke und Harold Pinter zum Beispiel. Harold Pinter ist ja ein Autor, viel mehr so politisch aktiv und dezidiert als Peter Handke, denke ich. Und was er da gesagt hat, zum Beispiel zum Krieg am Balkan, das ist viel schärfer, viel radikaler als irgendetwas, was Peter Handke getan hat. Aber damals gab es nicht eine solche Debatte. Es gab eine Debatte, aber nicht eine solche Intensität. Solche geschichtliche, so parallele Vergleiche sollte man machen, um besser zu verstehen, dass die Akademie niemals so isoliert ist. Ne? Wir können nie wissen, welche Konsequenzen auch unsere Preise haben. Und das ist eine Schwierigkeit natürlich. Ne? Wir können eigentlich keine Konsequenzanalyse machen. Wir können nur unsere Wahl so auf künstlerischen Basis so machen. Das ist unsere Kompetenz als Leser. Und das andere ist eine sehr heikle, schwierige Sache. Und nachher können wir sagen, okay, das haben wir nicht eingesehen, das war vielleicht nicht so gut und vernünftig und so weiter, aber das gehört nicht sozusagen zu unserem Job in der Akademie. Ja, anders, in der Geschichte war es eben oft so, dass gerade in der Akademie in Schweden einige sehr extreme Linke saßen, früher, und man sehr wohl den Eindruck haben konnte, in meiner Jugend, dass eigentlich nur der gewählt wurde, der auch politisch in Ordnung war. Und ich will jetzt die Namen nicht nennen. Und das war ja dann auch der Grund, warum viele Leute bei Pasternak gar nicht gesagt haben, der kriegt den Preis ja nicht nur für ein Buch, sondern ist vielleicht doch einer der größten russischen Dichter gewesen, sondern das Ganze wurde fokussiert auf den Skandal des Chivago. Und das heißt, die Akademie hat selber in den 50er, 60er Jahren solche weltanschaulichen Begründungen motiviert. Und ich glaube, das ist dein Versuch jetzt, oder so sehe ich die Entwicklung im Moment, dass man aus dieser eine mehr ästhetisch qualitative, und das kann dem Preis ja nur gut tun. Ja,
es ist ja und das finde ich auch sehr interessant und notwendig, eigentlich so eine historische Perspektive, ne, zu haben. Und ich habe auch hier mitgemacht in der Konferenz und das denke ich, vielleicht das nächste Mal, ne, in der nächsten Konferenz, dann sollte man vielleicht mehr auch eine solche geschichtliche Perspektive haben. Was ist eigentlich mit dem Preis passiert, ne, in den letzten 100 Jahren? Weil am Anfang gab es wirklich, wie du sagst, Michael, auch eine viel, viel stärkere so moralische und politische Perspektive, auch in der Akademie. Zum Beispiel, es hat damit angefangen, ziemlich konservativ, eurozentrisch und so weiter, in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und dann in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann hat man etwas anders gesehen. Ne? Nach Beckett, besonders vielleicht in 1969, dann sieht man eine Tendenz mehr auch so das rein ästhetische Phänomen in der Literatur zu entdecken. Ne? Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel Nobels Formulierung, ne, idealische Richtung, hat man viel generöser interpretiert als vorher, nicht ideologisch, so wie am Anfang, ne, des Preises. Und ich denke auch, dass man die Breite, die geografische Breite, auch das kam in den 80er Jahren, sehr spät eigentlich, ganz im Sinne von Nobel. Nobel hat auch gesagt, dass wir sollen überhaupt keine Rücksicht haben, ne? Nationalität und Zugehörigkeiten von irgendeiner Art. Ne? Der Preis ist universell. Ne? Es muss so sein. Es gehört der ganzen Welt. Wir müssen eine Perspektive haben, die universell durchaus ist. Und da sind wir jetzt. Ne? Und das finde ich sehr gut. Das macht es natürlich viel schwieriger. Wir müssen viel mehr lesen. Wir müssen viel offener sein, auch für was passiert in der ganzen Welt, in verschiedenen Sprachen. Und da sind wir alle, wir haben nicht genug natürlich Kompetenz, das zu machen, aber es macht es auch sehr, sehr spannend. Das ja. Ja, vor allem steht natürlich dahinter eine Vorstellung, dass es irgendwas in der Kunst, in der Literatur gibt, das auch universell sein könnte. Ist das denn, glauben Sie tatsächlich daran? Ich meine, bei der Musik ist das selbstverständlich, dass es Dinge gibt, die wahrscheinlich überall verstanden werden. Aber wie ist es bei der Dichtung? Ist es da nicht viel mehr auf Regionen bezogen, auf Kulturräume? Ja, aber was interessant ist, und das habe ich auch mitgemacht hier an der Konferenz, ne, dass es gibt dieser problematische Begriff von Weltliteratur. Das diskutiert man jetzt. Was ist Weltliteratur eigentlich? Und es ist vielleicht nicht nur eine Frage der Zirkulation von Büchern, was im Markt ist und was übersetzbar ist, ne? Irgendwie, sondern eher denke ich, dass in der Akademie müssen wir an einer potenziellen so Weltliteratur denken. So vielleicht, was könnte eine Weltliteratur sein? Und eine Literatur für alle. Und das ist, und dann können wir auch diejenige Literatur wählen, die noch nicht so bekannt ist. Ne? Und das, manchmal hat die Akademie auch solche Autoren gewählt. Zum Beispiel William Faulkner. Das ist wohl ein wunderbares Beispiel eines Autors, ziemlich unbekannt damals, als er den Preis bekommen hat, 1949. Er gehörte nicht der Weltliteratur, aber er war potenziell sozusagen der Weltliteratur zugehörig. Und die Perspektive, das finde ich sympathisch und wichtig in meiner Arbeit.
Es ist ja klingt fast nach einem utopischen Projekt. Michael, wie siehst du das? Kannst du das voll unterschreiben? Oder? Ja, ich meine, die ganze Unmöglichkeit des Preises, über die müssen wir nicht reden. Es gibt nicht den Preisträger, den idealen Preisträger des Jahres 2021. Der hätte 2 Geschlechter oder 3, der wäre halb schwarz, halb weiß, halb rot und hätte aber vielleicht auch noch chinesische Augen. Man kann ihn nicht backen. Ich finde, die Unmöglichkeit bleibt, und das ist das Schöne an dem Preis, dass er eben nicht seine Statuten ändern kann. Man kann also nicht sagen, was ich mal vorgeschlagen habe, der Nobelpreis wird von einer internationalen Jury vergeben, und zwar jeden Monat, wie ein Stipendium. Also immer 100.000 jeden Monat, und dann kommt ein Afrikaner und ein Chinese und ein Deutscher hoffentlich auch, und auch Grossmann kriegt ihn dann und C.S. Nottebohm. Aber an der Satzung soll man nichts ändern, weil das macht den ganzen Preis aus. Und alle die zynisch-ironischen Bemerkungen, die ja auch immer gemacht wurden, wie Hans Magnus, der mal gesagt hat, ja, für einen Dichter ist der Nobelpreis ja ganz schlecht. Das ist ja eine Einzimmerwohnung auf der Fifth Avenue. Und da waren die Immobilienpreise noch unten. Für Romanciers lohnt es sich dann mehr. Nein, es ist an der Substanz dieses Preises darf man nichts ändern. Die Überraschung kann nur darin bestehen, dass jemand ausgezeichnet wird, von dem man dachte, ist das wirklich richtig oder nicht richtig? Ist das der Engländer, der was vom Tage übrig blieb vor 3 Jahren oder 4 Jahren? Ist das der bedeutendste englische Schriftsteller der Gegenwart, Ishiguro? Das ist eine produktive Diskussion, dass, wenn die Akademie sagt, wir glauben, der kriegt den Nobelpreis oder soll ihn kriegen, und dann die Öffentlichkeit darüber diskutiert, ob das stimmt. Weil das ist eine Möglichkeit, die eigenen ästhetischen Überzeugungen zu überprüfen. Aber an der Sache selber kann man nichts ändern. Und ich glaube, wenn mehr von diesen ästhetischen Überlegungen in den Preis einfließen und man diese Überlegungen auch zusätzlich vermitteln kann, dann hätte der Preis weit über die Auszeichnung eines einzelnen Autors eine wichtige Funktion. Denn darunter leiden ja viele auf der ganzen Welt, dass die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Geschmacksfrage nach wie vor überlebt und die Hauptsache geworden ist und man jede ästhetische Diskussion so weit wie möglich vermeiden will. Wäre es denn ein sinnvoller Weg, eine sinnvolle Veränderung, wenn der Kreis des Komitees erweitert würde, vielleicht auch um Nicht-Schweden? Ich meine, es ist ein schwedischer Preis, denke ich immer, das ist auch in Ordnung, dass es Schweden sind, aber wäre es vielleicht für den Preis besser, für das Renommee, wenn man es erweitern würde? Was meinen Sie, Herr Olsen? Nein. Das wäre ja noch schlimmer. Und stell dir mal vor, Reich Ranitzky wäre in der Jury und Nadeau und ich meine, das wäre doch der reine Wahnsinn, oder? Ja, das denke ich auch. Das ginge nicht. Ne? Und was man haben kann, das ist natürlich diese Personen, diese Umweltexperten, und einen Dialog führen, aber man kann nicht die wirklichen Beschlüsse machen zusammen. Ja, das muss geheim sein, auch, denke ich. Wir haben dieses Experiment gemacht mit einem erweiterten Komitee
während der Krise. Ne? Das war 2 Jahre mit einem Experiment. Und dann haben wir auch versucht, mit Kritikern, gute Leser, ne, in Schweden zu integrieren in der Arbeit. Aber da gibt es immer eine Schwierigkeit auch, ne, dass unser Material, unsere Nominierungen werden bekannt, auch in der Öffentlichkeit irgendwie bekannt. Und das ist nicht gut, denke ich. Ne? Dass man muss etwas das Gespräch anders führen, innen der Akademie. Und das versuchen wir. Wir versuchen jetzt zurückzukommen zu der früheren Situation. Und ich denke, das ist gut. Das ist gut so. Der Chat wird gerade aktiv. Wir haben jetzt schon 3 Beiträge. Also Carlos Spürhase wollte das mündlich stellen, aber ich würde vielleicht erstmal die erste Frage vorlesen und dann wäre Carlos Spürhase der zweite. Und dann haben wir noch eine dritte. Die erste Frage kam von Thomas Hagemann. Frage an Anders. Für eine historische Untersuchung des Nobelpreises wäre es hilfreich, nach 50 Jahren das Archiv nicht nur zu öffnen, sondern alle Dokumente, zumindest der Akademiemitglieder, digital frei zugänglich zu machen. Wäre das möglich? Das wäre auch eine Frage gewesen, auch mit dem Blick auf die zukünftige Tagung, die Sie auch vorhin selbst erwähnt haben. Wie ist es mit dem Archivmaterial? Meinen Sie, was ist zugänglich, was kann zugänglich gemacht werden? Das Digitale finde ich persönlich ehrlich gesagt sekundär. Wenn man nach Stockholm fahren könnte und sich Sachen angucken könnte, wäre es natürlich auch schon viel wert. Wie sehen Sie das? Ja, das müsste man dann sehen. Und das geht vielleicht nur, wenn man einzelne so Forschungsarbeit macht, dann kann man auch das Archiv manchmal öffnen. Und das kann man von Fall zu Fall sehen. Wenn man nicht so empfindliche sozusagen Papiere anwendet. Und aber das ist eine Frage der Akademie und das können wir vielleicht sehen, ne? wenn es möglich ist. Und ich denke, dass eine solche Forschung wäre extrem fruchtbar, ne? für das ganze Bild der Arbeit, mit Nobelarbeit. Und besonders die frühe Phase, ne? Vielleicht können wir da auch die Frage zu Mats stellen, ne? wie er das beantworten will, unser Sekretär. Vielleicht ist er dabei. Lieber Herr Malm, ist er nicht da? Mögen Sie antworten? Ich bin da. Ja. Die Grenze von 50 Jahren, das findet sich in die Statuten der Stiftung. Ja. Aber die Möglichkeit, digitale Zugänglichkeit zu machen, das untersuchen wir gerade jetzt. Wir haben ein Gespräch zwischen den Institutionen darüber. Ja, das ist ja ein guter Blick in die Zukunft. Ich lese mal die zweite Frage vor von Jürgen Kaube. Mommsen, Bergson, Churchill. Vergangene Fälle, einzelne Fälle. Aber kann sich die Akademie vorstellen, den Begriff Literatur in diesem Sinne wieder zu erweitern? Bob Dylan war ja in gewissem Sinne schon eine solche Erweiterung. Ja, das ist doch eine sehr interessante Frage. Also warum sind bestimmte große Philosophen, deutsche, aber auch französische, in den letzten Jahren nicht berücksichtigt worden? Ja, das finde ich auch eine sehr gute Frage und das haben wir auch diskutiert in letzter Zeit. Persönlich so war ich sehr interessiert an zum Beispiel Jean Starobinski. Jetzt ist er gestorben, aber das war auch ein Fall von großem Interesse. Und so das ist immer möglich, ne? Ein solcher Autor zu wählen für einen Preis. Wirklich. Kein Problem.
Und das ist auch eigentlich in den Statuten nicht verboten, ne, oder nicht ausgeschlossen. Das ist nicht verboten, nein. Das ist möglich. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Carlos Spürhase. Warte ich jetzt schon eine Weile. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich hatte auch nur überlegt, also mittlerweile gibt es ja dann auch den Kyoto-Preis und den Holberg-Preis und den Balzan-Preis und so weiter. Also andere Preise, die Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftler auszeichnen auch. Und da war die Konstellation um 1900 noch eine andere. Also das fände ich dann auch nochmal eine interessante Frage, wie sich das gesamte Gefüge des Preiswesens in den letzten 120 Jahren verändert hat. Sowohl auf der internationalen als auch auf der nationalen Ebene, weil die Anzahl an Preisen einfach so massiv zugenommen hat, dass man jetzt vermutlich dann auch immer schauen muss, was sind eigentlich andere konkurrierende Preise, wenn man selbst dann überlegt, welche Person man auszeichnen möchte und in welche Richtung man dann auch den eigenen Preis weiterentwickeln will. Aber meine Frage, das ist sehr interessant, aber wo ist das Ihr Arbeitszimmer, in dem Sie sitzen? Ich sitze an einer nordamerikanischen Universität, mein Gott, im neogotischen Stil in Teilen fabelhaft aufgebaut ist. Jetzt kommt die Frage. Und die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ich finde es ganz interessant, dass die Nobelpreisvergabe ja diese ungeheure globale Resonanz dann nach sich zieht, die dann häufig auch kritisch ist, teilweise auch polemisch ist. Und die Nobelpreisvergabe lässt sich ja auch als so eine Art Intervention verstehen in der Debatte, in der globalen Debatte, was Literatur ist, was attraktive Literatur ist, was ästhetisch anspruchsvolle Literatur ist. Nur, dass die Akademie selbst, sobald sie diese Debatte losgetreten hat, dann eigentlich nicht mehr in diese Debatte hinein kann. Ja? Und also diese Asymmetrie finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Also dass man am Anfangspunkt einer Debatte und teilweise eben auch sehr, sehr polemischen, skandalisierenden Debatte steht, aber dann im Grunde genommen nur noch durch vielleicht so kleine Erklärungen oder so ein bisschen nachjustieren kann, aber selbst eigentlich dann nicht in diese Debatte einsteigen kann, so wie das kommunikativ gebaut ist. Und das würde mich sehr interessieren, also wie aus der Perspektive der Akademie sich diese Asymmetrie dann darstellt. Ja, ich kann nur etwas dazu sagen, vielleicht kann Mats weiter etwas sagen dazu, aber diese Asymmetrie ist da und vielleicht notwendigerweise. Wir wollen in der Akademie eigentlich nicht Kommentare oder Apologien oder so etwas geben. Ne? Wir haben unsere Wahl gemacht, ne, einfach, und dann lassen wir die Debatte zu dem Publikum und so war es immer. Ne? Und das finde ich auch vernünftig. Aber es gibt natürlich eine Grenze unseres Gedulds. Ne? Wenn zum Beispiel die skandalöse Debatte um Handke zum Beispiel, das hat auch unsere vor allem externe Mitglieder im Komitee dazu geführt, dass sie auch in der Debatte teilgenommen haben. Und sie waren natürlich auch nicht gewöhnt, ne, so etwas zu tun. Sie wussten auch nicht, wie wir traditionell auch uns verhalten haben in der Akademie. Und sie waren auch Kritiker, ne? Und sie waren auch gewöhnt, sich zu formulieren in der Öffentlichkeit, und sie haben es gut gemacht, denke ich. Aber das war eine Abweichung auch. Ne? Üblicherweise, würde ich sagen, so kommentieren wir nicht in der Akademie unsere Wahlen und deshalb diese Asymmetrie. So ist es. So wird es vielleicht auch bleiben, oder? Was sagst du, Mats, dazu? Ich bin ganz neu in das Ganze. Das müssen wir sehen, wie die Zukunft schaut.
geben wir dem Gespräch nochmal eine andere Wendung aus dem Chat. Sarah Nienhaus, oh, jetzt klickt das hier gerade weg, es kommen 2 Fragen. Die erste Frage an Michael Krüger ist, Thomas Tranströmers Randgebiete der Arbeit und Hertha Müllers Im Heimweh ist ein blauer Saal weisen jeweils eine museale Bildsprache auf, behauptet sie. Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Nobelpreis und musealen Darstellungsformen und Editionsprojekten? Kannst du damit etwas anfangen mit der Frage? Nicht so richtig, aber Thomas Tranströmer hat ein Werk in vielen winzigen Portionen vorgelegt, über 50 Jahre hinweg. Und da ist nichts Museales dran, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Was soll daran museal sein? Ja, hier steht tatsächlich, weisen jeweils eine, in Anführungszeichen, museale Bildsprache auf. Existiert ein Zusammenhang zwischen dem Nobelpreis und musealen Darstellungsformen und Editionsprojekten? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt auch Das nicht. kann ich für Thomas Tranströmer nicht bestätigen. Und für Hertha Müller war das andere Beispiel auch nicht. Das wäre ja dann so, dass man auch Imre Kertész kritisieren müsste, weil er seine Jugend beschrieben hat in seinen Büchern. Das kann ja nicht wahr sein. Also vielleicht sollte man die Frage noch mal genauer formulieren. Ich glaube, es bezieht sich auf die Ästhetik, aber ich bin mir auch nicht ganz, also auf die Ästhetik des Stils. Ja. Es ging mir eher darum, wie man sich für die Edition entschieden hat. Also dass es auch Anleihen gibt, eher zum Museumskatalog in der Bildsprache. Da es ja doch auch sehr viele fotografische Abbildungen hat oder eben Sammlungen dargestellt werden und viel mehr auf das Bild gesetzt wird, als jetzt auf, also bei Tranströmer zum Beispiel, als auf den Text oder eben auch Faksimile-Abdrücke gezeigt werden. Also eher von der Verlagsseite. Achso, das habe ich ganz falsch verstanden. Dann haben wir alle ganz falsch verstanden. Wir dachten, es wäre museal, wäre wertend als Kritik sozusagen. Nein. Eher so, wie man sich so für das Anschauungsmaterial im Verlag entschieden hat oder das bildlicher darzustellen. Ich bin ein bisschen auf dem Schlauch, habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Wie man für diese Autoren geworben hat? Oder, Frau Niehaus, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Bei Thomas Tranströmer ist es ja so, dass man im Vorwort zum Beispiel auch die Wohnstätte als Archiv bezeichnet wird und auch als Sammlungsraum. Und danach zeigt man ja, welche Gegenstände alle dort vorhanden sind und auch ein großes Sammelsurium. Und mich hätte interessiert, ob man im Verlag sich entschieden hat, nach dem Literaturnobelpreis eine Edition auf den Markt zu bringen, die eben nicht nur den Fokus auf den Text oder auf das Werk legt, sondern auch umfassender und auch auf bildliche Darstellungsweisen zurückgreift, die aus dem Museumsraum bekannt sind. Jetzt verstehe ich. Nun muss man dazu sagen, der Dichter Thomas Tranströmer war eben die letzten Jahre seines Lebens gelähmt, hat sehr wenig geschrieben und ist dann leider eben sehr bald auch gestorben, sodass der Band, in dem auch Zeichnungen sind, also ein Interesse an Schmetterlingen zum Beispiel oder seine musikalischen Kenntnisse, das ist dann alles da eingeflossen, weil es nach meinem Empfinden jedenfalls auch sein kleines, schmales, schönes Werk interpretiert. In dem Werk selber spielt die Musik ja eine große Rolle. Von den 150 Gedichten, die er geschrieben hat, oder 200, sind ja 10 der bedeutendsten Gedichte über Musik oder über Musiker. Und insofern fand ich diese letzte Ausgabe geradezu notwendig, um etwas von ihm zu verstehen, der sich ja selber, als er den Preis erhielt, ja gar nicht mehr selber äußern konnte. Das war ja die rührendste Szene, die ich in dem ganzen
in meiner ganzen Nobelzeit, wenn ich mal so sagen darf, ich war ja da sehr oft da, die rührendste Szene, die ich erlebt habe, war, dass der König, der den Preis übergibt, sich zu einem Dichter niederbeugen musste, weil er in seinem Krankenstuhl saß. Und der König murmelt dann immer irgendwie einen Satz, herzlichen Glückwunsch. Er durfte ihn jetzt auf Schwedisch sagen, weil er verstanden wurde. Und als Dank gab es eben nicht eine Rede von Tranströmer, sondern er hat dem König die Wange getätschelt und sich so auf diese Weise bedankt. Ein solches Bild gehört nach meinem Empfinden genauso zu dem Thomas Tranströmer wie seine Gedichte. Also insofern, das Werk ist so schmal, dass man geradezu glücklich ist, wenn man diese zusätzlichen Dinge dazu sehen kann. Und die Musik spielt da eben eine ganz große Rolle. Und bei Hertha Müller gab es meines Erachtens sehr wenig Material. Mir ist aufgefallen damals, dass sie, die so explizit über die politischen Zustände in ihrer Jugend schreibt, dass dann nach der Verleihung des Preises nicht viel mehr Material über die Hintergründe, über die Menschen, die ihr dieses Leid zugefügt haben oder die versucht haben, ihre Kindheit zu zerstören, die ja zum Teil noch leben oder gelebt haben. Das lief alles unter dem Namen Securitate und war damit irgendwie, das ist was Schlimmes und das langt. Ich finde, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, diese ganzen Hintergründe einmal darzustellen. Denn Hertha stand ja mit vielen anderen Schriftstellern aus dieser Gegend, die auf diese Weise eben auch mit ausgezeichnet wurden. Das ist ja die ganze deutschsprachige Literatur dieser Gegend. Und da gibt es meines Erachtens sehr wenig Material bisher über diese Literatur. Die hatten immerhin eine Zeitschrift, eine deutschsprachige Zeitschrift, die von sehr intelligenten Leuten redigiert wurde, sowohl was die Geschichte betrifft, also bis zurück zu Celan und den anderen Dichtern aus Czernowitz, wie aber auch dann die Gegenwart von Hertha Müller. Da ist meines Erachtens viel zu wenig passiert. Also man hätte den Preis zum Anlass nehmen können, etwas mehr über diese Hintergründe zu zeigen. Ein ganz ähnlicher Fall war für mich dann die Verleihung an Kertész und das Schicksal der ungarischen Juden. Man hätte das zum Anlass nehmen können, um eine große Geschichtsrevision zu versuchen, um die Geschichte der ungarischen Juden darzustellen. Das gibt es alles in Details, aber anhand der Biografie von Kertész hätte man das, glaube ich, sehr gut darstellen können. Das geht eben über das Ästhetische an seinem Werk hinaus, also an die Qualität seiner Literatur. Das ist bei Ishiguro vielleicht anders, den man kennt oder dessen Geschichte man leicht erfahren kann. Heute sowieso schneller als früher. Ich habe hier noch eine Frage im Chat, relativ lang. Ich versuche die mal vorzulesen. Auch gerichtet an Michael Krüger. Yasunari Kawabata war der erste nicht deutschsprachige Schriftsteller, der bei Hansa seit 1956 mit mehr als einem Werk erschien. Den Nobelpreis erhielt er 1968. Warum ist Kawabata aber seit den 1970er Jahren nicht mehr von Hansa verlegt worden, mit 2 Ausnahmen, sondern von Surkamp, Insel, Hase, Brett und Stein?
Welche Gründe gab es im Oktober 1970 bei Hansa Kawabatas Roman Die schlafenden Schönen nicht zu verlegen, literarische oder nur kommerzielle? Der Roman erschien 1994 bei Surkamp. Wären Sie bereit, Ihre Erinnerungen an japanische Autoren und insbesondere Ihre deutschen Übersetzer zu Papier zu bringen? Sehr konkrete Fragen, aber kannst du dazu was sagen? Ja, okay, ich kann vieles sagen. Die wichtige Frage, glaube ich, in unserem Zusammenhang, die dahinter steht, ist doch, sind solche Preise sehr nachhaltig? Oder hat das oder ändert sich der Geschmack so sehr, dass eben bestimmte Preisträger vollkommen im Dunkel der Geschichte sich verlieren? Bei Kawabata, das ist ein Fall, damals hieß es immer, warum Kawabata und nicht Inoue? Das ist doch genauso bedeutend. Und wir hatten ja sogar, wenn ich richtig mich erinnere, wir hatten sogar die Weltrechte von ihm erhalten und haben dann die ganzen Bücher auch in die Welt verbreitet. Aber dann gab es irgendwelche Schwierigkeiten mit den Erben und warum das dann bei Surkamp erschienen ist, das führt jetzt hier zu weit. Aber ich kann gerne mal meine Geschichte mit den japanischen Schriftstellern aufschreiben. Das ist nicht so viel. Also es ist kein ganzes Buch, leider. Dazu kenne ich diese Literatur und diese Welt und diese Kultur leider zu wenig. Aber die Frage, die Frage, die dahinter steht, die interessiert mich brennend. Sind die Schriftsteller, die also noch zu unserer Zeit, die wir hier teilnehmen, gewählt wurden. Also auch der Chinese zum Beispiel, den wir auch verlegt haben, Moyan, werden die schon nach 10 oder 15 Jahren, werden die noch gelesen? Wo sind die eigentlich hin? Lebt der noch? Sind die verschwunden? Ist dieses Renommee des Preises, wie lange dauert das? Und kann man damit rechnen, dass ein Nobelpreis vor dem Vergessen schützt? Und wie lange ist da sozusagen die Schutzfrist des Vergessens? Das sind interessante Fragen, die man meines Erachtens mal untersuchen könnte, müsste, sollte. Denn da kommt ja auch Kaubes Frage her. Theodor Mommsen hat ihn erhalten. Und ist das für wen und warum nicht oder doch immer noch eine Auszeichnung, die sozusagen einer bestimmten Form der Geschichtsschreibung gewidmet war und hat das bis heute Folgen oder nicht? Lieber Anders Olsen, sind das Sachen, die auch in Stockholm diskutiert werden? Gerade diese Nachhaltigkeit oder die Nachwirkungen? Ja, also ich weiß nicht, diese Nachhaltigkeit gibt es oft, aber man sieht alles anders, also in Perspektive nachher. Und ich denke, dass es ist wichtig, die ganze Zeit so die Perspektive nach hinten zu haben. Und das haben wir ganz anders als in den anderen Nobelkomitees zum Beispiel, dass wir müssen die ganze Zeit zurückdenken auch. Ne? Wie war es mit die Rezeptionsgeschichte zum Beispiel, das interessiert uns die ganze Zeit. Und das wirkt auch auf den Preis. Ich meine, wir können zum Beispiel auch Kandidaten haben, seit 30 Jahren hinter uns und dann plötzlich sehen wir Qualitäten, die wir nicht entdeckt haben. Und wir haben immer so eine Perspektive nach hinten. Und das ist eigentlich das Besondere, denke ich, auch in unserer Arbeit, ne? in dem Komitee. Das ganz im Unterschied zum Komitee in Physik und Medizin, dass wir das Gedächtnis haben, die ganze Zeit, ne, da
in unserer Kompetenz. So das ist eine wichtige Sache. Im Chat haben wir zum einen jetzt einen Dank an Michael Krüger und alle guten Wünsche, zum anderen aber noch eine Frage an Anders Olsson, die sich vielleicht dazu eignet, ein Schlusswort zu formulieren. Denn wir sind schon über die Stunde hinweg, die wir uns vorgenommen hatten. Ich lese das mal vor. Sie meinten ja am Anfang, dass Ihnen die Nominierungsverfahren durchaus verbesserungswürdig erscheinen, weil potenzielle Preisträger und Preisträgerinnen womöglich gar nicht erst nominiert werden. Andererseits scheinen Sie die Verpflichtung gegenüber den Statuten und Traditionen in anderen Fragen sehr ernst zu nehmen. Lässt sich das vereinen und wenn ja, wie? Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ne? Ich habe das zuerst erwähnt, ne? Wie zum Beispiel, dass es war nicht üblich, ne, am Anfang des Preises selbst nominieren in der Akademie. Ne? Und wir haben keine Nominierungen von Joyce, Woolf und Conrad zum Beispiel. Und warum hat dann nicht die Akademie Nominierungen gemacht? Jetzt tun wir das selbst. Ne? So, wir sind viel mehr aktiv selbst und das hat nichts mit den Statuten, da steht es nichts darüber. So, das können wir selbst weiter entwickeln und weiter denken in der Akademie, denke ich. Und das zweite Problem ist, dass die Nominierungen, die wir jetzt kriegen, von der Welt über, sie sind oft nicht so fruchtbar für uns. Ich meine, wir haben vielleicht 300 Nominierungen und wir akzeptieren vielleicht die Hälfte, weil sie sind nicht so überlegt, sie sind vielleicht auch nicht relevant, ne, in unserer Arbeit. Das ist ein Problem. Wir müssen besser werden vielleicht in unserem Dialog mit den Institutionen weltüber und wir müssen auch viel aktiver sein in unserem Dialog mit den Umweltexperten zum Beispiel. Und dann können wir vielleicht, wir haben immer noch 180 vielleicht sehr relevante Nominierungen jedes Jahr, aber das können wir auch besser machen in der Zukunft, denke ich. So, das sind verschiedene Verbesserungen, können wir sicher durchführen in der Zukunft, meine ich. Das, denke ich, ist tatsächlich ein Schlusswort. Ich habe noch eine Frage im Chat, die ich vielleicht noch als eine Ergänzung zu Ihrem Beitrag ummünzen möchte. Von der Frage in einer Anregung hier wurde gefragt noch nach einem Berücksichtigung und Beobachtung von Self-Publication und den Publikationen im digitalen Raum und von Independent-Autoren. Ich denke, das gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man versucht, die eigene Perspektive zu erweitern und noch mehr wahrzunehmen, als man wahrnimmt, wie Sie es gerade formuliert haben. Wir müssen die Rednerliste schließen, die Zeit rennt uns davon. Mir bleibt nur die schöne Aufgabe, Ihnen vor dem Bildschirm fürs Zuhören und für die schönen Anregungen aus dem Chat zu danken und vor allen Dingen Anders Olsson und Michael Krüger dafür zu danken, dass Sie ja so offen Rede und Antwort standen und mit so vielen Anregungen uns jetzt gerade ja 1,5 Stunden unterhalten haben. Anregungen auch für zukünftige Tagungen und zukünftige Forschungen, die jetzt natürlich nicht akademisch formuliert waren, aber durchaus akademisch Konsequenzen haben könnten. Vielen, vielen Dank.